Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobil. In diesem Video möchte ich euch zwei ganz wichtige gesetzliche Veränderungen für das Jahr 2024 vorstellen, die in diesem Jahr in Kraft treten und die die Automobilbranche doch sehr stark beeinflussen werden. Es wird dazu kommen, dass einige wichtige Fahrzeugmodelle komplett vom Markt verschwinden werden und da ist es natürlich wichtig, dass ihr darüber informiert seid, damit ihr euch da rechtzeitig darauf einstellen könnt, gerade wenn ihr eben vorhabt, in diesem Jahr oder im Jahr 2025 noch ein Auto zu kaufen. Wenn euch dieses Thema interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Wie gerade schon angekündigt, stehen heute zwei wirklich wichtige Gesetzesveränderungen für das Jahr 2024 auf dem Programm, bei denen ich den Eindruck habe, dass nur sehr wenige Kunden darüber Bescheid wissen, aber der Einfluss dieser beiden Gesetze wirklich massiv auf die Automobilbranche einwirken wird. Es wird dafür sorgen, dass viele hauptsächlich kleinere Fahrzeuge und auch sehr bekannte Fahrzeuge vom Markt verschwinden, weil sie diese Gesetze eben nicht mehr einhalten können. Es werden natürlich auch wieder neue Modelle kommen, aber es gibt sicherlich auch viele Zuschauer von euch, die dann einfach sagen, nein, ich möchte eigentlich noch das alte Modell haben, weil eben diese gesetzlichen Veränderungen sogar nicht dabei sind. Und deswegen werden wir heute mal drüber sprechen, worum es hier eigentlich geht, was auch so ein bisschen die Hintergründe sind. Und wie immer haben wir für euch hier auch eine Präsentation vorbereitet. Es sind doch viele Details und ich glaube, dann ist es für euch leicht, auch das Ganze ein wenig nachzuvollziehen. Wir steigen direkt mal in die Präsentation ein. Was sind also die wichtigsten Veränderungen, die 2024 in Kraft treten werden? Und es sind insgesamt zwei wichtige Dinge. Ich erkläre euch gleich noch so ein bisschen mehr dazu. Natürlich, wir haben einmal unter dem Begriff GSR neue Sicherheitsvorschriften bei der Ausstattung für Neuwagen und wir haben eine neue Abgasnorm, nennt sich dann Euro 6e. Viele von euch kennen vielleicht schon Euro 6 und die gab es auch in verschiedenen Abstufungen. Jetzt ist eben die neueste Form Euro 6e. Das heißt, wir haben hier also strengere Abgasrichtlinien. Und das hat schon seinen Grund, warum dieser eine Block GSR ein bisschen größer ist. Das liegt daran, dass das auch der umfangreichere Block ist. Deswegen fangen wir auch gleich mal mit diesem Thema an, denn da sind wirklich ganz, ganz viele Veränderungen dabei, die eben die Autohersteller und natürlich auch die neuen Modelle betreffen werden. Das schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen an. Ich hatte euch ja gerade schon GSR genannt, da sollten wir mal kurz sprechen, was das eigentlich bedeutet. Das kommt aus dem Englischen, heißt General Safety Regulations, also allgemeine Sicherheitsrichtlinien. Und das sind von der EU verabschiedete Richtlinien, also sozusagen Normen, an denen sich die Autohersteller orientieren müssen. Und nur dann, wenn diese Normen eingehalten werden, dann dürfen diese Fahrzeuge auch in der EU verkauft werden. Und diese Richtlinien, die sind schon ein bisschen älter, wurden dann zweistufig eingeführt. Und zwar gab es ein erstes Datum, das war Juli 2022 für neue Typgenehmigungen. Das bedeutet, hat der Autohersteller ein komplett neues Modell auf den Markt geworfen, das nicht nur ein bisschen faceliftet wurde, dann musste das da schon eingehalten werden. Und jetzt gibt es eben noch eine weitere Frist für die Modelle, die schon länger auf dem Markt sind. Die müssen jetzt eben ab Juli 2024 bei der Erstzulassung diese Norm erfüllen. Jetzt gibt es da allerdings auch noch eine Ausnahmegenehmigung, habe ich euch da hingeschrieben, denn man kann ja jetzt nicht sicherstellen, dass bis Juli 2024 alle bereits produzierten Fahrzeuge auch wirklich abverkauft werden. Das ist ja praktisch unmöglich und verschrotten kann man das ja auch nicht. Deswegen gibt es hier nochmal eine sogenannte Ausnahmegenehmigung. Alle Fahrzeuge, die eben vor diesem Juli 2024 schon produziert wurden, die dürfen natürlich noch weiter zugelassen werden. Allerdings ist hier die maximale Frist ein Jahr. 6.7.2025 ist hier der Stichtag. Wenn man es bis dahin nicht zugelassen bekommt, dann ist der Zug sozusagen abgefahren. Dann kann man das Auto tatsächlich nicht mehr in der EU zulassen. Schluss, aus, Ende. Und jetzt sprechen wir auch mal, was ist denn eigentlich in diesem Paket dieser General Safety Regulations alles enthalten? Das sind wirklich sehr, sehr viele einzelne Bestandteile. Der erste steht schon da, intelligenter Geschwindigkeitsassistent. Und ihr möchtet euch das so vorstellen, das ist sozusagen eine Art Kombination aus Verkehrszeichenerkennung mit einer Warnung bei Überschreitung der Geschwindigkeit. Und für Kunden, die so ein System schon im Auto haben, die kennen das vielleicht, man konnte da eben schon sich freiwillig Toleranzen einstellen, bei denen man gewarnt wurde, wenn man eben zu schnell war, wenn man das eben unbewusst zu schnell war, wirklich eine gute Sache. Aber mittlerweile ist das ganze System in dieser Kombination eben verpflichtend. Dieses System ist sehr umfangreich, auch von der Erklärung, deswegen haben wir dazu auch schon mal ein komplett eigenständiges Video hochgeladen. Das verlinke ich euch mal da oben, wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne mal an. Denn die Eingriffe hier in den Alltag sind doch sehr groß, denn es wird nun Folgendes passieren. Die Toleranzschwelle beträgt 3% bei einer Überschreitung der Geschwindigkeit. Das heißt, nimmt das Auto eine 50 km/h oder einen 50 km/h Bereich wahr,
und ihr fahrt aber zum Beispiel 52 km/h, dann werdet ihr hier im Fahrzeug eine Warnung hören. Und diese Warnung kann man zwar deaktivieren, sie ist allerdings spätestens beim nächsten Fahrzeugstart wieder aktiv. Also man müsste dann wirklich dieses System immer wieder händisch ausschalten und die Toleranzschwelle mit 3% ist aber sehr, sehr eng bemessen. Es gibt tatsächlich sogar Autohersteller, die hier nicht nur eine akustische Warnung einbauen, sondern es gibt auch haptische Warnungen, also Vibrationen oder Klopfen oder sogar das Auto automatisch abbremsen lassen, wenn man eben dieses Geschwindigkeitsschild übersehen hat und dann eben nicht abgebremst hat. Das zweite Thema ist Schutz gegen Cyberangriffe. Da ich da nachher nochmal detailliert drauf eingehe, lasse ich das jetzt hier einfach mal so stehen. Dann haben wir das Thema Rückfahrassistent, zum Beispiel eben die Rückfahrkamera. Ein reiner Piepser, also so ein Einpark-Piepssystem reicht hier nicht mehr aus. Die Normen sind hier deutlich strenger. Das heißt, mittlerweile wird also eine Rückfahrkamera verpflichtend für alle Fahrzeuge. Das bedeutet natürlich auch, dass zumindest mal auch ein Farbdisplay im Fahrzeug vorhanden sein muss, damit man überhaupt die Bilder von der Kamera darstellen kann. Das ist natürlich ein Thema, was gerade eben auch die Kleinwagen betrifft, die teilweise wirklich auch noch ohne diese Displays ausgestattet sind. Das wird natürlich dann auch dazu führen, dass hier die Preise dann wieder ein bisschen ansteigen, weil die Autos dann immer diese Displays haben müssen. Dann gibt es ein intelligentes Notbremssystem, das teilt man in 2 Blöcke auf. Grundsätzlich muss dieses Notbremssystem mal PKWs erkennen können, aber auch Fußgänger und Radfahrer. Das heißt, wir haben eine kamerabasiertes System voraussichtlich. Das muss also unterscheiden, ist das jetzt ein PKW, ist das ein Fußgänger, ein Radfahrer. Und dieses System sorgt dafür, dass das Auto autonom bremst, wenn ihr diese Situation zum Beispiel eben nicht gesehen habt, durch Ablenkung beispielsweise eben, ihr habt irgendwie mit dem Navi noch umbedient oder habt euch irgendwo in der Handtasche noch was rausgesucht und dann wird dieses Auto eben vollautonom eine Notbremsung durchführen. Das System ist schon relativ lange bei den meisten Marken so ab dem Mittelklasse-Segment Standard, würde ich sagen. Das ist jetzt also nichts besonders Neues. Dann haben wir den sogenannten aktiven Spurhalteassistenten, so nenne ich ihn immer. Hier heißt es Notfallspurhalteassistent. Das heißt, dieses System erkennt, wenn ihr eben zu nah oder an die Linien ranfahrt, dass ihr zu nah abdriftet und dann wird hier das Lenkrad euch im Endeffekt unterstützen und das Auto wieder in die Mitte der Spur bringen. Auch das ist ein System, was es schon längere Zeit gibt. Dann gibt es noch einen sogenannten Müdigkeits- und Aufmerksamkeitsassistenten oder ein Warnsystem. Das heißt, das Auto muss in Zukunft erkennen, wenn ihr übermüdet seid, zum Beispiel eben die Augen Sekundenschlaf schließt oder aber zum Beispiel aufs Handy schaut, dann werdet ihr hier eine Warnung bekommen. Kann natürlich auch dann dazu führen, dass das Fahrzeug vielleicht sogar die Geschwindigkeit reduziert, dass der Tempomat sich deaktiviert. Solche Dinge, die eben dann dafür sorgen, dass ihr bitte wieder mehr Aufmerksamkeit auf das Fahren richtet. Dann haben wir auch etwas Neues, worüber nur die wenigsten Kunden Bescheid wissen. Es gibt eine neue Schnittstelle, eine genormte Schnittstelle für alkoholempfindliche Wegfahrsperren. Erkläre ich euch gleich auch noch ein bisschen was dazu. Dann haben wir das Notbremslicht, aber auch das ist schon ziemlich lange Standard. Das bedeutet, wenn ihr eine Vollbremsung mit dem Auto macht, dass der hinter euch kommende wirklich auch intensiv gewarnt wird, dass da vorne gerade eine Vollbremsung stattgefunden hat. Also nicht einfach nur ein normales Bremslicht, sondern heute wird das Ganze eigentlich über zum Beispiel Warnblinkanlage, die besonders schnell, in einer besonders schnellen Frequenz blinkt, gelöst. Gibt es eigentlich auch schon ziemlich lange. Dann haben wir verpflichtend nun ein neues, beziehungsweise neu kann man nicht mehr sagen, ein direktes Reifendruckkontrollsystem. Grundsätzlich ist es so, es gibt ein indirektes Reifendruckkontrollsystem, das nur über den Umfang, über die Messung des Umfangs den Reifenluftdruck, oder besser gesagt die Reifendruckveränderungen feststellen kann. Es ist ein bisschen zeitverzögert, weil natürlich ja auch immer Kurvenfahrten habt. Ein direktes mit Sensoren ausgestattetes System ist hier natürlich wesentlich schneller, präziser und genauer und das ist nun mittlerweile verpflichtend. Diese Sensoren kosten natürlich Geld. Auch hier wird natürlich wieder ein wenig teurer das Ganze. Dann haben wir auch eine sehr wichtige Veränderung, das nennt sich Event Data Recorder. Auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Ich habe es einfach mal Blackbox genannt, da kann sich, glaube ich, jeder was drunter vorstellen. So, wir fangen mal an mit dem Thema Schutz gegen Cyberangriffe, denn das ist was, wo mir jetzt auch nicht 100% bewusst war, was ist denn jetzt eigentlich damit gemeint. Und das ist tatsächlich auch einer der Bestandteile, der dafür sorgt, dass wirklich viele Fahrzeugmodelle vom Markt verschwinden werden, weil die Umrüstung gegen diese Cyberangriffe doch sehr, sehr aufwendig und teuer wäre und viele Autohersteller dann einfach sagen, das lohnt sich nicht mehr, wir nehmen das Auto aus dem Programm. Und was ist denn eigentlich das Problem? Warum hat die EU sich auf die Fahne geschrieben, dieses Thema anzugehen? Und zwar haben wir natürlich immer mehr Fahrzeuge auf dem Markt,
die mit Online-Diensten ausgestattet sind und jeder Autohersteller stattet das ein bisschen anders aus, aber man kann das Auto zum Beispiel lokalisieren, man kann es zusperren, man kann beispielsweise eben auch irgendwelche Navigationsdaten hinsenden und hier Heizung anschalten und was weiß ich noch alles. Es gibt wirklich ganz, ganz viele Themen, die damit abgedeckt sind. Das ist natürlich auch wirklich nett, wenn man eben vom Smartphone aus so ein bisschen auch auf sein Auto zugreifen kann, aber es bedeutet natürlich auch, dass das Auto eben regelmäßig oder permanent mit dem Internet verbunden ist und dadurch natürlich auch verwundbar ist. Dann haben wir noch das Thema und auch den Wunsch der Kunden, ja nicht bei jedem Update in die Werkstatt kommen zu müssen, ist natürlich eine tolle Sache, wenn das Auto das sozusagen übers Internet, über die Luft, also over the air machen kann, weil sozusagen am Morgen, wenn du ins Auto einsteigst, kriegst du nur die Mitteilung, Update durchgeführt, ist natürlich toll, das spart Zeit und Nerven, aber auch hier haben wir natürlich dann einen zentralen Zugriff auf wichtige Steuergeräte, was es eben vorher nicht gab und damit auch wieder eine weitere Verwundbarkeit des Fahrzeuges. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterdenken und schon in Richtung vollautonomes Fahren, dann bedeutet es sogar, dass die Steuergeräte und auch die ganzen Sensoren im Auto dafür sorgen können, dass das Auto ja selbstständig fährt, aber natürlich auch hier voller Zugriff auf das Auto gewährt wird. Das heißt, wenn sich jemand hier Zugriff auf das Auto illegal beschafft hat, dann könnte er sozusagen das Auto vollautonom steuern. Das ist natürlich mit den heutigen Systemen teilweise noch gar nicht möglich oder nur sehr eingeschränkt, aber wenn diese Autos mal vollautonom fahren können, dann könnte das Auto theoretisch aus der Ferne gesteuert werden. Dann haben wir noch einen großen Bereich und das ist das Thema Softwareentwicklung. Wie ihr sicherlich schon festgestellt habt, die Autos bestehen heute immer mehr aus Software. Das ist auch tatsächlich ein großes Problem für die Automobilbranche, weil wir natürlich exzellente Ingenieure haben, aber wir brauchen jetzt immer mehr Softwareentwickler. Und wenn man einfach mal so schaut, wie viel Code steckt denn in so einem Auto, das konnte ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie viele Zeilen Code es sind. Und wenn man jetzt so ein ganz, ganz einfaches Auto nimmt mit nur relativ wenigen Steuergeräten, dann reden wir im Moment schon für über ungefähr 10 Millionen Codezeilen. Und selbst sehr aufwendige Fahrzeuge mit sehr vielen Steuergeräten haben heute teilweise bis zu 500 Millionen Codezeilen. Das ist wirklich eine irre Summe. Schaut euch das mal an. Und jetzt muss man auch dazu sagen, wenn jemand codiert, dann steckt da meistens auch ein Mensch dahinter und der ist natürlich genauso wenig perfekt wie alle anderen auch. Das heißt, da können Fehler passieren. Und hier gibt es tatsächlich auch so eine Art Norm. Das bedeutet, wenn man eben ca. 1000 Zeilen Code schreibt, dann gibt es so eine Art Fehlerrate. Man sagt, für militärische oder aber für wichtige medizinische Anwendungen, wo es wirklich um Leben und Tod geht, dann versucht man hier eine Fehlerquote von ungefähr 0,5 oder besser noch weniger zu erreichen, damit hier auch wirklich weniger Probleme auftauchen. Allerdings kann man so einen Code wirklich auch eigentlich nie, fehlerfrei hinbekommen. Das wäre wirtschaftlich absolut nicht mehr darstellbar, weil es eben so ultra lang dauern würde, den Code wirklich fehlerfrei zu machen. In normalen Anwendungen, die jetzt nicht so sensibel sind wie Militär oder Medizin, redet man eben von circa sehr guter Qualität zwischen 1 und 2 Fehler auf 1000 Zeilen bezogen. 2 bis 6 Fehler wäre noch normale Qualität und 6 bis 10 ist dann eher so akzeptable Qualität, gerade noch im Rahmen. Alles, was dann darüber hinaus wäre, würde eben für massive Abstürze sorgen. Jetzt kann man sagen, ja, um Gottes Willen, wenn ich jetzt 500 Millionen Zeilen Code runterrechne, wie viele Fehler das dann wären. Man muss dazu sagen, nicht jeder Fehler sorgt natürlich auch dann gleich dafür, dass jetzt hier ein Hacker eingreifen kann. Aber es kann natürlich dazu führen, dass das Software irgendwas nicht macht oder etwas macht, was er nicht machen soll und dadurch irgendwelche Türen sich öffnen. Das wird ja eben auch sehr, sehr gerne eben von den Hackern verwendet, dass man hier eben versucht, das System instabil zu machen und dann eben Zugriff auf die Systeme zu bekommen. Ja, und dann hat sich natürlich die EU Gegenmaßnahmen überlegt. Das heißt, wie will man nun das Ganze in den Griff bekommen? Und hier hat man eben folgende Felder sich überlegt. Einmal will man natürlich höhere Sicherheitsstandards bei der Fahrzeugentwicklung bereits berücksichtigen und integrieren. Das Ganze nennt man in Englisch Security by Design. Und ihr müsst euch so vorstellen, bisher lief das Ganze so ab, die Ingenieure haben gesagt, okay, wir brauchen dieses Steuergerät, dieses Steuergerät, dieses Steuergerät. Und dann hat man sich irgendwann erst am Ende Gedanken gemacht, ja, wie kann man das eigentlich schützen? Ne? Und das ist natürlich sehr schwierig, weil hinterher dann einen Schutz drauf zu stülpen, ist wesentlich komplizierter und auch wesentlich schwieriger. Und deswegen muss man sich eben zwischendurch jetzt schon Gedanken machen, bevor man eigentlich anfängt zu designen, wie kann man das Ganze verschlüsseln, damit man eben, selbst wenn man die Daten erlangt, damit nichts anfangen kann? Wie könnte man eben ganz, ganz wichtige, sicherheitsrelevante Systeme irgendwie isolieren, damit da eben kein Zugriff drauf ist? Oder gibt es eben bestimmte Authentifizierungsverfahren, wie man eben sicherstellen kann, dass der jetzt gerade Zugriff auf das System hat, auch wirklich der Besitzer oder eine Werkstatt ist?
Und da ist es natürlich auch wichtig, hier immer fortlaufend auch das Ganze zu kontrollieren. Wenn man sowas entwickelt hat, ist denn das noch aktuell oder müssen wir das nochmal aktualisieren? Hat das schon jemand gehackt? Kann man das noch irgendwie modifizieren? Es gibt noch ein zweites Thema, das nennt sich dann aktives Risikomanagement. Das heißt, wenn diese Fahrzeuge mal auf dem Markt sind, dann muss man natürlich auch einfach schauen, erkennen, wie könnten wir jetzt zum Beispiel Angriffe erkennen. Also dass es irgendeine Art Reporting-System gibt, dass man wie bei einer Firewall erkennen kann, hier hat gerade eine Anfrage stattgefunden, die wurde allerdings vom Auto abgewehrt oder aber diese ist einen Schritt weiter gekommen. Das muss natürlich schnellstmöglich dann auch irgendwo gesammelt und ausgewertet werden. Das Ganze natürlich nicht nur, wenn das Auto frisch auf den Markt kommt, sondern vielleicht auch, wenn es eben 5, 6, 7 Jahre oder älter ist, das heißt über den kompletten Produktlebenszyklus. Dann sollte man natürlich auch schauen, was sind denn so bekannte Schwachstellen, vielleicht auch bei anderen Autostellern haben wir das gleiche auch, können wir das irgendwie abwehren, was sind denn bekannte Angriffe, sind wir dagegen gut gewappnet oder nicht? Und das Ganze natürlich nicht nur von den eigenen Mitarbeitern machen lassen, sondern vielleicht auch mal eine unabhängige Prüfgesellschaft, die da vielleicht mit einem objektiveren Blick drauf vielleicht doch noch irgendwelche Schwachstellen oder Fehler findet. Denn wenn man eben selber danach sucht, findet man es meistens nicht ganz genauso schnell. Ja, dann haben wir das nächste Thema, was für mich auch spannend war. Das ist das Thema Schnittstelle alkoholempfindliche Wegfahrsperre. Und falls jetzt schon die ersten aufschreien, um Gottes Willen, muss ich jetzt jedes Mal irgendwo ins Röhrchen pusten. Nein, das ist es tatsächlich nicht, aber es ist der Weg dahin. Wir haben also jetzt die Vorschrift, es muss im Auto eine sogenannte genormte Schnittstelle geben, also eine Vorrüstung im Auto, die es leicht möglich macht, so einen Alkoholtester dann tatsächlich nachzurüsten. Das gab es eben bisher nicht, da gab es keine Normen, das war immer sehr, sehr aufwendig, das nachzurüsten. Firmen, die zum Beispiel sehr bekannt sind, nennt sich eben Alkolog. Es gibt es tatsächlich auch schon bei manchen Autoherstellern, man kann das eben dazu buchen und tatsächlich ist da Deutschland eher so ein bisschen hinten dran. Die anderen europäischen Länder sind da schon so ein bisschen weiter, was das Thema angeht. Schauen wir uns aber gleich nochmal an. So, und wenn das Ganze dann eben nachgerüstet wurde, nur dann, wenn es wirklich nachgerüstet wurde, dann muss tatsächlich eben vor der Fahrt diese Atemluft, ähnlich wie man das eben bei der Polizei kennt, nachgewiesen werden, dass hier der Alkoholpegel nicht zu hoch ist. Wäre er denn zu hoch, würde dann das Auto gar nicht anspringen. Wenn es dann eben aber auch nachgerüstet wurde, muss man auch bedenken, diese Systeme sind nicht komplett wartungsfrei. Man sagt hier so zwischen 6 und 12 Monaten müssen die immer wieder neu kalibriert werden. Das heißt, hier sind dann natürlich auch mit Folgekosten zu rechnen. Bisher kostete so eine Umrüstung mal ganz grob zwischen 1.500 für die ganz günstigen bis ca. 3.000 Euro. Teilweise im Lkw-Bereich natürlich auch mehr. Hier sollte das Ganze eben durch diese Schnittstelle deutlich günstiger werden, so ein Alkolog zum Beispiel eben nachzurüsten. Wir rechnen hier so circa mit 50% Einsparung, da eben diese Schnittstelle schon vorhanden ist. Und man steckt das dann im Endeffekt nur an, muss das irgendwie programmieren und dann sollte das eigentlich auch normalerweise funktionieren. So, an dieser Stelle ist es sicherlich auch mal interessant, einen Blick darauf zu werfen, wie denn die Gesetzeslage eigentlich in Deutschland dazu ist. Muss man diesen Alkoholtester dann nachrüsten? Nein, dazu gibt es tatsächlich im Moment keinerlei Gesetz und es ist auch nichts kurzfristig in Planung. Aber wie ihr das kennt, sowas kann natürlich trotzdem sehr, sehr schnell gehen. Und es liegt auch daran, dass vielleicht jetzt hier auch einige europäische Länder schon etwas weiter sind bei diesem Thema und dass dann vielleicht im Jahr 2025 oder auch in 2026 hier in Deutschland so ein Gesetz vielleicht auch zu erwarten sein wird. Wir schauen uns mal so ein bisschen die Gesetzeslage in der EU an. Ich habe hier mal so ein paar Beispiele rausgepickt für euch, damit man weiß, wie weit ist man da schon. In Belgien beispielsweise kann die Nachrüstung eines solchen Alkoholtesters auch von Richtern im Einzelfall angeordnet werden. Das ist dann beispielsweise eben der Fall, wenn man eben beim Fahren schon mit Alkohol aufgefallen ist. Oder aber in Finnland ist das Ganze in Schulbussen schon verpflichtend, was ich auch wirklich gut finde. Auch hier dann diese richterliche Anordnung, genau wie in Belgien. Frankreich geht ein bisschen anderen Weg im Moment noch. Die haben also die Verpflichtung, einen sogenannten Einweg-Alkoholtester im Auto mitzuführen. Das Ganze wird tatsächlich nicht bestraft, wenn man es nicht dabei hat, aber man sollte eben mitführen. Und wenn man bei einem Unfall dann eben beispielsweise mit Alkoholkonsum, aufgetreten ist, dann könnte es dann tatsächlich zur Strafe führen, wenn man diesen Einweg-Alkoholtester eben nicht benutzt oder auch nicht dabei hatte. Ja, in den Niederlanden ist die Nachrüstung tatsächlich sogar verpflichtend, wenn man eben unter Alkoholeinfluss schon mal auffällig geworden ist. Also hier sieht man es dort tatsächlich nochmal eine Stufe höher, das Ganze. Ja, dann haben wir noch das Thema Event Data Recorder oder auch Blackbox, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und auch darüber werden wir gleich mal sprechen. Zunächst mal allen, denen dieser Begriff nichts sagt. Blackbox, das kann man sich vielleicht so ein bisschen wie beim Flugzeug vorstellen. Das ist also eine Art Steuergerät, eine Art Speicher,
der bestimmte Sachen aufnimmt und damit man hinterher eben beispielsweise eben den Unfall wieder rekonstruieren kann. Also er zeichnet eben viele Fahrzeugdaten dann auf, ist in diesem Airbag-Steuergerät integriert. Zum Beispiel eben hat man den Gurt angelegt, welcher Lenkwinkel war dann vorhanden, hat man eben beispielsweise komplett eingelenkt, ist man gerade gefahren, hat man die Bremse gedrückt, wie stark hat man das Gaspedal bedrückt. Solche Dinge und noch viele mehr werden hier eben abgespeichert. Jetzt kommen vielleicht schon die ersten Zuschauer und sagen, ja Mensch, das will ich gar nicht haben, weil dann werde ich ja komplett überwacht. Hier muss man fairerweise dazu sagen, dass das Ganze wirklich nur 5 Sekunden vor dem Aufprall oder vor dem Unfall aufgenommen wird und ca. 300 Millisekunden nach dem Unfall. Also hier wirklich nur eine extrem kurze Spanne, damit man eben diesen Unfall rekonstruieren kann. Wenn kein Unfall wahrgenommen wird vom Fahrzeug, werden diese Dateien oder diese Informationen kontinuierlich überspeichert. Wir haben hier nur einen relativ kleinen Speicher, also man kann hier nicht ganze Wochen überspeichern bzw. abspeichern. Das sind wirklich immer nur sehr, sehr kurze Zeiträume. Was auch noch wichtig zu wissen wäre, ist, dass die Daten wirklich auch nur lokal im Auto abgespeichert werden. Es gibt keinerlei Online-Zugriff darauf, weder vom Hersteller noch von irgendwelchen anderen Instanzen, noch von euch. Also wirklich nur hier eine manuelle Zugriff auf das Fahrzeug, auf diese entsprechenden Daten. Diese Informationen sind auch komplett ohne Personenbezug. Es sind zum Beispiel auch keinerlei Fahrgestellnummern in diesen Daten enthalten. Also es ist wirklich absolut datenschutzkonform. Da braucht ihr also keinerlei Bedenken haben. Es ist zusätzlich dann auch so, dass wenn es wirklich zu so einem Unfall kommt, dass ihr auch eure Einverständnis geben müsst, damit man diese Daten geben muss oder gibt. Und es gibt tatsächlich hier eine Ausnahme. Das bedeutet, wenn ihr beispielsweise eben in einen Unfall verwickelt seid, bei dem die Unfallfrage total unklar ist, es eventuell strafrechtlich oder zivilrechtlich verfolgt wird und zum Beispiel eben auch bei schwerverletzten oder getöteten Personen, dann könnte es eben sein, dass der Richter diese Aufklärungspflicht wesentlich wichtiger empfindet als euer persönliches Interesse am Datenschutz und dann eben ihr eine Verordnung bekommt, dass die Daten da eben rausgegeben werden müssen. Nur dann würde es sozusagen zwangsweise ausgelesen. Und das Auslesen wird dann tatsächlich nicht durch irgendjemanden erfolgen, sondern eben durch einen Unfallsachverständigen, der auch ganz genau weiß, was er da eben tut und natürlich auch gewisse Normen einhalten muss, auch wieder zum Thema Datenschutz. Also da braucht man wirklich keine Bedenken haben. Warum baut man das ein? Nun, die meisten von euch können sich das sicherlich vorstellen. Man kann dadurch natürlich durch diese Informationen schon deutlich leichter so einen Unfallhergang auch nochmal rekonstruieren und dann eben auch im Streitfall vielleicht klären, wer ist jetzt eigentlich schuld an diesem Unfall gewesen. Man kann zum Beispiel erkennen, dass man zu schnell gefahren ist oder beispielsweise eben sehr starke Querkräfte auf das Auto eingewirkt haben. All das ist natürlich wesentlich leichter, als wenn man eben nur irgendwelche Spuren auf dem Boden oder im Dreck irgendwo analysieren muss. Und hier bekommt man natürlich deutlich bessere Informationen. Das Ganze hat allerdings auch noch einen weiteren Zweck und zwar unterstützt es natürlich auch bei der Unfallforschung. Man möchte natürlich auch immer möglichst realistische Crashtests nachbilden oder wie wirkt denn eigentlich ein Airbag auf einen menschlichen Körper, wie wirkt denn ein Gurt und so weiter. Und das wird natürlich dann auch dafür hergenommen, damit man hier das Ganze auch weiter fortschreiten, weiter verbessern kann. Aber auch die Autohersteller könnten natürlich auch diese Daten dann hernehmen, um ihre Sicherheitssysteme eben zu optimieren und natürlich auch hier diese Daten zu analysieren, wie das Auto sich in bestimmten Situationen verhält und ob das, was sie angedacht haben, auch wirklich so funktioniert hat, wie sie es angedacht haben. Dann haben wir das zweite große Thema, was ich euch schon gesagt hatte, Euro 6e. Wir sind jetzt also durch mit dem Thema GSR und wir haben also hier nochmal eine veränderte, modifizierte Abgasnorm. Ich selber hatte eigentlich schon damit gerechnet, dass hier jetzt Euro 7 stehen würde. Allerdings hat man sich hier immer noch nicht final geeinigt, wie jetzt Euro 7 tatsächlich ausgestaltet werden soll. Also bringt man nochmal so eine Art Zwischenstufe. Und das schauen wir uns auch mal im Detail an. Das Ganze wird dann verpflichtend ab September 2024 für alle Neuwagen, auch in der EU ganz genauso wie vorhin. Es gibt auch hier eine Ausnahmegenehmigung für alle Autos, die bis dahin schon produziert wurden. Kann man das Ganze nochmal ein Jahr später spätestens zulassen. Stichtag wäre dann hier der 31.08.2025. Um was geht es eigentlich bei Euro 6e? Das Ganze wird also dreistufig eingeführt. Es wird also eine Euro 6EA geben, eine Euro 6EB und eine Euro 6EC.
Und hier habe ich euch auch mal die Daten hingeschrieben. Also man kann grob sagen, ungefähr so im 2-Jahrestakt wird das nun kommen und danach ist dann eigentlich auch erst Euro 7 zu erwarten. Was hat sich jetzt dann da konkret verändert? Und da muss ich sagen, also die sogenannten Grenzwerte, die bei Prüfständen eingehalten werden müssen, die sind tatsächlich komplett unverändert geblieben gegenüber dem bisherigen Standard Euro 6D. Aber mittlerweile ist es so, dass diese Prüfstandswerte eben nicht nur akzeptiert werden, sondern man muss das Ganze als Autohersteller auch in diversen Formen nachweisen, beispielsweise durch sogenannte realitätsnahe Verbrauchs- und Abgasmessungen, das nennt man dann RDE, also Real Driving Emissions. Und bisher war es eben so, dass natürlich auch allen bewusst war, dass eine Prüfstandsmessung in Realität nur sehr schwer nachgebildet werden kann, weil da hat man Verkehr, da hat man Steigungen, da hat man eventuell auch andere Temperaturen als am Prüfstand. Und das sorgt natürlich dann dafür, dass diese Prüfstandswerte teilweise erheblich überschritten wurden. So hatte also dann auch die EU den Autoherstellern hier gewisse Toleranzen zur Verfügung gestellt, wie weit sozusagen das Auto außerhalb dieser Prüfstandswerte sich aufhalten durfte. Und dieser sogenannte CF-Faktor, das nennt man eben Übereinstimmungsfaktor, der wurde nun also deutlich strenger ausgestaltet. Wir hatten bisher bei den Stickoxiden hier eine Abweichung von bis zu 43% über dem Prüfstandswert. Das Ganze wurde nun auf 10% reduziert und bei den Partikeln haben wir eine Reduktion von 50 auf 34%. Das bedeutet also, wenn das Auto dann das unter realen Bedingungen eben nicht mehr erreichen kann, so darf dieses Auto eben auch nicht mehr zugelassen werden. Und im Zuge von Euro 6e bei diesen weiteren Stufen werden dann eben diese Abweichungen immer geringer. Das wird natürlich dann auch wieder dazu führen, dass eben bestimmte Fahrzeuge, die rein mit Diesel oder mit Benzin betrieben werden, hier wahrscheinlich aus dem Programm fallen, weil eben das dann gar nicht mehr zu erreichen ist oder nur noch durch elektrische Unterstützung dieser Fahrzeuge. Ja, das Ganze ist natürlich auch für mich wirklich ein heißes Thema, denn es wird eben dazu führen, wie ich schon sagte, dass einige Autohersteller einige Autos aus dem Programm nehmen müssen, weil es eben unwirtschaftlich ist oder weil sie eben diese Normen nicht mehr erfüllen können. Und das ist tatsächlich schade, weil wir mittlerweile ja auch schon ein regelrechtes Aussterben von Kleinwagen auf dem Markt erleben oder auch wirklich interessante, attraktive Modelle wegfallen und durch teurere, größere Modelle eben ersetzt werden, wo sich das Ganze dann entsprechend lohnt. Natürlich gibt es auch viele Sicherheitsfeatures, die ich wirklich unterstütze, die ich auch wirklich gut finde, aber es gibt auch so ein paar Kritikpunkte, wo ich immer sage, muss das denn wirklich sein? Denn im Endeffekt wird natürlich auch durch diese Extras die Mobilität immer teurer. Und es gibt auch Kunden, die sich das irgendwann an einem gewissen Punkt nicht mehr leisten können oder leisten wollen. Zum Beispiel bei einem Zweit- oder beim Drittwagen ist es dann wirklich noch ein Zweit- oder Drittwagen oder nimmt man dann eben tatsächlich nur noch ein Auto. Und ich sagte gerade schon, Aussterben von kleinen, günstigen Fahrzeugen, das merkt ihr sicherlich auch. Und dann ist natürlich auch die Frage, braucht jetzt zum Beispiel wirklich jedes Auto irgendwie eine Rückfahrkamera oder eine Verkehrszeichenerkennung? Ich habe so viele Kunden, die fahren im Jahr, keine Ahnung, 4.000 bis 6.000 Kilometer, brauchen das Auto, aber auf dem ländlichen Bereich, um sich überhaupt fortbewegen zu können, da gibt es keine vernünftige Busverbindung. Und du kannst ja auch nicht jedes Mal zum Einkaufen ein Taxi bestellen, das kann ja keiner bezahlen. Also braucht man ein eigenes Auto, aber diese Kunden, die bräuchten alle oder viele davon keine Rückfahrkamera oder Verkehrszeichenerkennung oder sonst irgendwas. Die wollen lieber ein günstiges Auto, was wenig Kosten verursacht. Und da passt das ja eigentlich auch so ein bisschen zur Anwendung. Die fahren nicht schnell auf der Autobahn oder jetzt viel im Verkehr, sondern das sind meistens Kunden, die bei schlechtem Wetter zu Hause bleiben oder beispielsweise einfach wirklich extrem kurze Strecken fahren. Ich finde, man hätte das vielleicht eher Richtung Fahrzeuggrößenspezifisch machen können oder leistungsspezifisch, dass man sagt zum Beispiel, ein Auto bis 100 PS, das braucht eben diese Extras, ab 100 PS bis 200 PS diese Extras und ab 200 PS diese Extras. Oder man knüpft es an die Fahrzeuggröße. Das macht da, was man sagt, zum Beispiel, man hat ein sehr großes Auto, das muss wirklich alles erfüllen und die kleinen, kompakten, da darf man durchaus das ein oder andere aussparen. Also ich hätte mir hier wirklich gewünscht, dass man das ein bisschen selektiver macht und nicht einfach sagt, okay, wir brauchen das jetzt überall, weil das wird im Endeffekt dafür sorgen, dass eben viele Kunden dann eben gebrauchte Autos kaufen müssen oder sich einfach dann diese Autos nicht mehr leisten können. Was mich an dieser Stelle auch wirklich mal interessieren würde, wir hatten jetzt hier zwei wichtige Themen mit GSR und Euro 6e. Was ist denn eigentlich eure Meinung zu diesem Thema? Wie findet ihr das? Unterstützt ihr das Thema, dass die Sicherheitselemente immer aufgewertet werden? Würdet ihr euch sowieso noch ein Auto mit diesen Extras kaufen? Oder seid ihr jemand, der sagt, nein, eigentlich suche ich tatsächlich ein Auto mit weniger Extras? Wäre schön, wenn es sowas noch auf dem Markt gäbe. Oder alles andere, was euch zu diesem Thema beschäftigt, könnt ihr wie immer natürlich unten in die Kommentare
reinschreiben. Ich freue mich da auf eine rege Diskussion mit euch. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Themen habt, packt es wie immer unten auch in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber, natürlich mit euch hier auch entsprechend zu sprechen. Wenn euch dieses Video übrigens gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und dann denkt auch dran, die Glocke zu drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach wieder beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.